Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute wird es so ein bisschen asiatisch. Ich war letztes Jahr in Thailand und da habe ich so Enoki-Pilze gesehen. Die haben die Mortadella eingewickelt und haben das gegrillt. Das war super lecker. Und hier in unserem Breitengraden frische Enokis zu kriegen, ist manchmal nicht einfach. Was habe ich genommen? Ein Champignon. Champignon ein bisschen mariniert, Zwiebelchen dazu, Mortadella drum, auf dem Grill. Super Geschichte. Wie das gemacht wird, mit welchen Zutaten, das seht ihr jetzt. Oh, let's get ready to rumble! Mortadella, eine Orange, Sriracha Mayonnaise, also eine Chili-Soße mit Mayonnaise vermischt, Sojasauce, Holzspieße, eine Zwiebel und große Champignons. Für unsere Champignonspieße habe ich hier schöne große Champignons. Erstmal den Stiel raus. Zack. Jetzt schneiden wir die so halbwegs, ja, solche großen Stücke. Hier in die Schale. Und so ein Champignon ist ja wie ein Schwamm. Der kann ordentlich Gewürz aufnehmen. Also kriegt er erstmal ordentlich eine Prise Salz. Und jetzt Sojasauce. Jetzt lassen wir den erstmal darin ein bisschen marinieren. Jetzt kriegt er noch eine milde Säure, Orangensaft. Und das Ganze ordentlich vermengen. Dass der Champignons die Aromen so ein bisschen aufnimmt. In der Zwischenzeit schnappe ich mir meine Zwiebel, schäle die Zwiebel und ein Stück ab, auch ein Stück ab. Hier ein Schnitt. Und schon ist die Zwiebel geschält. Und jetzt schneiden wir solche Stücken. Ungefähr so, seht ihr das? Ungefähr so groß wie der Champignon. So Streifen. Mortadella. Jetzt drücken wir das mal so ein bisschen auf und schneiden das hier gerade. Damit wir so einen geraden Streifen haben. Hier aufgesetzt. Zwiebel davor. Jetzt rollen wir das. Ups. Richtig schön ein. Nummer 1. Zack. So, hier ein bisschen gerade schneiden. Zack. Zack. Zwiebel davor oder dahinter, ist egal. Und vorsichtig einrollen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt das Ganze mit Spießen fixieren. Und nicht nur einen, sondern auch zwei. Könnte auch noch einen dritten reinmachen. Und hier auch wieder Spieße durch. So, jetzt geht das auf den Grill. Ich habe jetzt hier die Sissel so vorgeheizt. Und wenn ich die Spieße jetzt hier drauf lege, habe ich ordentlich schwarze Streifen, das klebt mir ein und ich ruiniere mir die Spieße. Da gibt es aber einen Trick. Ich habe jetzt hier so ein Baking Rack, so ein Backofengitter. Den setze ich einfach hier oben drauf. Und jetzt packe ich mir die Spieße da drauf. Da haben die Chance,
zu garen, ohne dass sie mir gleich schwarz werden. Schon das erste Mal drehen. Und jetzt auch mal mit der Soße kurz bestreichen. Hält das alles schön feucht. Durch das Bestreichen, es gibt nicht nur Geschmack, sondern kühlt auch die Mortadella, dass sie mir nicht gleich schwarz wird. So haben die Zwiebeln und der Champignon auch Chance, überhaupt heiß zu werden. Der ist fertig. Das ist so eine Art wie in Japan die Robata-Grills. Die haben ja Steineichenkohle, unwahrscheinlich große Hitze und die arbeiten auch mit so kleinen Gittern. So, die schwarzen Kollegen hier vorne schneide ich mal ab. Oder die gehen von alleine ab. Das ist zu schade wegzutun. Machen wir noch ein bisschen außen drumherum. Sind auch schön crunchy. Jetzt oben drauf Sriracha Mayo. Champignons, Mortadella-Spieße. Bin ich mal gespannt. Herrschaften, das ist mal lecker. Also, gibt es nicht viel zu sagen. Champignon, ein bisschen Sojasauce, leichte Säure von der Orange. Mortadella gegrillt, funktioniert. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. Schnelle Geschichte, leckere Geschichte für Partyfood ideal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.